Hallo in die Runde. Ähm, Kommen zwar immer noch ein paar vereinzelte Leute dazu. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir schon einmal durchstarten. Wir haben heute ein bisschen straffes Programm. Ich freue mich, dass wieder so einige dabei sind, insbesondere jetzt so zwischen den Osterferien. Da auch nochmal frohe Ostern an alle. Ja, insofern legen wir los, sobald die letzten zugelassen sind. Das ist jetzt der Fall. Genau, heute auch aufgrund der Urlaubssituation alleine unterwegs. Ben hat heute Urlaub. Ich denke, ich sollte den meisten eigentlich inzwischen ein Begriff sein. Andreas Dallner, ich bin für das ganze Thema Produktmanagement bei Simplifier verantwortlich, heißt die operative und ja, strategische Planung vom Produkt und freue mich darauf, euch die aktuellen oder das Aktuelle von Simplifier, was wir die letzten 8 Wochen sich getan hat, vorzustellen. Ja, wie üblich, an der Agenda hat sich nicht viel geändert. Zum Start gehen wir ein paar generelle Neuigkeiten durch. Dann heute haben wir auch parallel das Makers Choice 2604 veröffentlicht. Da werde ich natürlich auch kurz drauf eingehen. Wie immer haben wir dann ein ja, Fragen- und Antwort-Part dabei und auch natürlich wieder wie immer möchte ich euch noch kurz mitgeben, was als nächstes kommt, dass ihr da dann auch einen schönen Blick drauf habt. Insofern lasst uns direkt einsteigen. Ein Thema, was immer mehr auch unsere Kunden auch treibt, ist das Thema Business AI. Also wir trennen ja zwischen Build und Business AI. Build AI ist ja alles, was wir haben im Simplifier, um mit AI zusammen Artefakte zu erstellen, wie unseren Testgenerator oder ja, die Workflow AI. Business AI ist dann ja das, was wir titulieren, was ihr euren Anwendern bereitstellt an AI-Funktionalitäten in den Applikationen, in den Workflows etc. pp. Und ein Thema, was da recht heiß aktuell auch immer nachgefragt wird, ist so das Thema, wie kann man im Simplifier Agenten einbinden? Ähm, Da gibt es natürlich über unsere Wege mit Business-Objekten und Konnektoren auch jetzt schon alle Möglichkeiten, wie man das Ganze tun kann. Aus dem Grund haben wir da einen entsprechenden Knowledge Base-Artikel erstellt. Den triggert eigentlich noch einen QR-Code noch mit rein, wenn wir dann die Folien verteilen, beziehungsweise dann die Aufzeichnung verteilen. Findet ihr aber auch ganz normal bei uns im Marktplatz. Da kann man wirklich mit dem KI-Tool eurer Wahl, einem Connector und einem Server-Side-Business-Objekt ziemlich einfach eben dann da auch entsprechende Agenten erstellen, die ihr dann euren Anwendern bereitstellen könnt. Was insofern eine super Sache ist, weil wir hatten da tatsächlich auch schon einen Demo-Fall bei einem unserer Kunden, in dem Fall aus der Energiebranche, die Herausforderung hatten, dass wir immer recht zeit- und aufwandsintensive Recherchen machen müssen in den VDE-Normen. Und jetzt vor der Wahl standen, finden Sie irgendwo eine AI- oder KI-basierte Lösung oder stellen Sie extra Leute für die Recherche mit ein. Und da haben wir tatsächlich über den Showcase auch gezeigt, wie man eben dann genau das eben mit den Business AI-Agenten eben auch umsetzen kann, sodass dann eben in dem Fall war ein Cloud Code hinten dran. Ja, da eben dann auch ein entsprechender MCP für die VDE mit hinterlegt, sodass dann eben man hier dann dem Agenten entsprechende Fragen zur VDE stellen kann und dann eben dann auch entsprechend schon die Antworten bekommt. Ja, das insofern einfach wirklich spannend ist, weil der Aufwand, die Demo-Case zu erstellen, war jetzt relativ gering und vor allem der Kunde ist jetzt in der Lage, darüber dann auch einfach wirklich dann das abzubilden, was er braucht, ohne weitere Leute einstellen zu müssen. Ich gehe von aus, dass der eine oder andere hier in der Runde auch ähnliche Fälle hat. Ja, gerne dann auch melden, wenn ihr da nochmal Fragen zu habt. Können wir auch gerne die Demo dann oder können auch gerne über den CS-Bereich gehen, können wir die Demo auch einmal zeigen. Die ist auch, ich glaube, noch nicht auf der Demo-Instanz selber drauf, aber da ist gerade noch Ziel, dass wir es da eben auch mit hinbekommen, sodass dann auch jeder da mal so sieht, wie es geht. Basiert aber tatsächlich auch, da haben wir schon länger den virtuellen Assistent auf der Demo-Instanz oder in Demo-Umgebung. Darauf basiert das Ganze tatsächlich auch. Könnt ihr euch da gerne auch mit angucken. Das heißt, wenn auch ihr Themen habt zum Thema ja, Business AI oder speziell ja, AI oder KI-Agenten, wie ihr die einbinden könnt, ja, haben wir, glaube ich, genug Impressionen da oder auch da genug Know-how da, wenn ihr da Infos braucht, die wir euch da auch entsprechend weiterhelfen können. Ansonsten, wir hatten, ich glaube, das war das vorletzte mit dabei. Wir haben ja so eine neue Serie auf YouTube, die nennt sich Real Talk, wo wir
ja, in den kurzen Interviews mit unseren Kunden, also wirklich dann durchgehen, wie Simplifier eingesetzt wird. Glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema für alle von euch. Da haben wir jetzt einen neuen Real Talk, den haben wir zusammen mit der HF Group, namentlich mit dem Alexander Bodi zusammen gemacht, wo der Florian Rühl einmal mit dem Alexander Bodi zusammen einmal beleuchtet, wie HF Group einfach auch Simplifier nutzt, um Business-App zu erstellen, was für Apps sie erstellen. Auch da ist so das Thema Clean Core Strategie mit SAP zusammen eins der Buzzwords, die da drin vorkommen. Ja, also holt euch da auch da die Impressionen, was andere machen. Ist, glaube ich, wirklich unheimlich spannend, und kann man sich einiges auch für sich selber nochmal rausziehen. Und wenn da auch Kontakte gewünscht sind, sollte man das auch hinkriegen, dann gern bei mir melden, dass wir da auch dann Kontakte entsprechend herstellen und aufbauen, soweit sie nicht so und so schon da sind. Genau. Ansonsten kommen wir sogar schon direkt zu dem Maker's Choice Release. Da war für alle wichtig, alles, was wir in den Maker's Choice Releases veröffentlichen, wird ja dann auch in dem nächsten LTS-Version, heißt das wird dann Simplifier 11 sein, auch mit veröffentlicht werden. Das heißt, alle, die LTS-Kunden sind, für die, ja, seht ihr schon so als Sneak Peek, was da alles kommt. Wir haben jetzt noch nicht festgelegt, mit welchem Release wir dann auch Simplifier 11 veröffentlicht werden. Aber bleiben, also wir werden in dem Jahr definitiv noch eins machen. Eher nicht zur Maker's Choice, also nicht zum 2606, sondern hinten raus, dann bleiben nicht mehr so viele übrig. Genau, was haben wir dabei? Also einmal schaut euch gerne auch das Release-Video an, was in den Release-Notes enthalten ist. Sieht man im Hintergrund auch tatsächlich so ein bisschen dann schon den Durchgang, wie das mit dem Test-Agent geht. Das ist einer unserer Highlights für dieses Mal. Auch die Art und Weise, wie wir die Subscription verfügbar machen, komme ich gleich zu. Und was wir experimentell jetzt auch dabei haben, ist dann die Integration in die Stabild Workzone. Was heißt das konkret? Also einmal haben wir unseren Testagenten veröffentlichen, mit dem wir zusammen die OPA 5 Tests generieren können. Hatten wir im 2512 war es, glaube ich, schon eine erste experimentelle Version veröffentlicht, war auch im letzten Release, war auch schon ein paar Verbesserungen dabei. Der ist jetzt tatsächlich final fertig. Ein paar Kleinigkeiten kommen noch, aber das Wesentliche, die wichtigen Funktionen sind alle da. Gab nochmal einige Verbesserungen. Zum einen, ihr seht es hier an dem Bild auch so ein bisschen, das Aufnehmen selber haben wir jetzt so gestaltet, dass man sequenziell mehrere Test-Journeys aufnehmen kann, dass man eben nicht immer nur eine große Journey hat. Und dann, wenn es Änderungen gibt, immer das große Ganze ändern muss, sondern dass man so schneiden kann, wie es einem hilft. Man kann jetzt auch entsprechende Beschreibungen mitgeben, aber auch Kommentare, die dann dem Test-Agent eben helfen, die Testqualität entsprechend zu erhöhen, aber auch die sogenannten Assertions besser zu setzen. Die werden ja im OPA 5 in dem Rahmen ja genutzt, um dann zu verproben, ob das, was da getestet wird, eben auch das Richtige ist. Also das ist schon mal eine gute Sache, beschleunigt. Ich glaube, das hat man auf der MX schon gesehen, auch war ja die letzten Makers Choice Release im Webinar immer das Thema, was euch auch mit am meisten getrieben hat. Weil ich glaube, das euch wirklich in die Lage versetzt, mit einem erheblich geringeren Aufwand Tests zu erstellen. Test ist ja immer das Thema, wo alle sehen, dass man braucht, aber die wenigsten den Aufwand treiben, weil es einfach eher komplex war. Ich glaube, da haben wir jetzt echt eine echt gute Lösung dabei. Ähm, Ist jetzt mit dem Veröffentlichen wird es tatsächlich auch weil wir da unsere Kosten einfach mit der KI auch mit bedecken müssen, ein Bezahlfeature, wo eine Subscription für benötigt wird. Haben wir trotzdem die Einstiegshürden bewusst gesenkt. Das heißt, die ersten 10 Tests, die ihr erstellt darüber, die sind kostenfrei. Braucht ihr auch keine Subscription für. Und erst wenn ihr dann die ersten 10 Tests erstellt habt, wird die KI-Subscription umgesetzt. Da haben wir auch einige Gespräche mit euch als Kunden oder mit vielen von unseren Kunden gehabt. Haben uns dazu entschieden, kein tokenbasiertes Modell anzubieten. Das war immer so das Thema, wie kann man die Kosten kontrollierbar machen, abschätzbar machen, und haben uns daher dazu entschieden, auf ein Flatrate-Modell zu gehen, mit einer Art Fair-Use-Prinzip, aber erstmal da keine Beschränkungen drauf. Das heißt, die Subscription liegt bei 499 Euro im Monat. Das heißt, ihr habt da keine Überraschung. Das ist ein Fixpreis, egal wie viele Tests ihr dann daraus generiert. Ähm,
habt halt den riesen Vorteil, wo ihr vorher halt eigene Entwickler ja, da auch mit recht hohem Aufwand drauf setzen konntet, nimmt ihr euch unheimlich viel Arbeit ab, ist, glaube ich, dann da auch schon recht hoher Kosten-Nutzen-Faktor auch mit dabei, sodass ihr da wirklich jetzt auch da voll durchstarten könnt mit dem Thema, dann auch da jetzt eben Tests für eure Apps zu erstellen und da dann auch die Qualität sicherzustellen. Für die von euch, die auf LTS sind, auch da haben wir schon Kunden. Da kann, ich glaube auch LKS Webinar mit bei, aber auch da könnt ihr gerne auf Elke und ihr CS-Team mit zugehen. Da findet man auch immer Lösungen, wie man vielleicht auch vor, bis dann die Simplify 11 da ist, euch auch über eine Lizenz für eine Maker's Choice Release oder was auch helfen könnt, dass ihr schon vorab dann Tests schon mal erstellen können und wenn ihr dann auf Simplifier 11 geht, die Tests schon mal parat werden als Beispiel. Ne? Da haben wir auch Kunden, die das schon tun. Das heißt, wenn da für euch das ein Thema ist, ja, meldet euch bei unserem CS-Team und dann werden wir da auch eine Lösung für finden, wie man dann da mit euch schon mal dann da auch vorwärts gehen können. Also ich glaube, da echt ein riesen Highlight, was wir da haben. Bin ich auch auf euer Feedback gespannt. Auch da tatsächlich der Aufruf dazu. Nutzt das Ganze, gebt uns auch weiterhin Feedback, haben auch schon fleißig Feedback von euch bekommen, was mit eingeflossen ist. Ja, freue ich mich drauf. Und das andere große Thema, was wir da hatten, war dann das Thema Integration in die SAP BTP Workzone. Sind auch einige unserer Kunden ja auch im Bereich SAP BTP unterwegs, wo immer wieder die Anforderung auch kommt, dass Simplifier-Applikationen auch innerhalb der SAP Build oder SAP BTP Workzone bereitstehen. Da haben wir uns tatsächlich jetzt für einen Lösungsweg entschieden, der nicht die Apps in die BTP Runtime deployt, weil da wollen wir weiterhin ja, die Kosteneffekte, die ihr habt, wenn ihr da im Simplify die Apps baut und da auch laufen lasst, auch euch weiterhin geben und euch nicht da die SAP PTP-Kosten noch mit aufzwängen. Simplify wird technisch als Content Provider eingerichtet in der BTP, sodass dann die Applikationen zwar alle noch auf der Simplify Runtime laufen, aber in die Workzone eben integriert sind. Auch das Thema Principal Propagation funktioniert damit, sodass dann quasi die Applikationen direkt aus der BTP Workzone raus nutzen können. Der Anwender sieht auch gar nicht großartig, dass dann die Apps auf dem Simplify liegen, sondern der hat dann seinen Launchpad und kann es darauf eben auch mitnutzen. Also ich glaube, das bringt nochmal allen SAP-Kunden bei uns auch nochmal ein Stück weiter. Glaube ich auch nochmal ein spannendes Thema. Genau. Darüber hinaus, ich teile einmal ganz kurz, weil ich noch auf zwei Sachen hinweisen möchte, die Release Notes, also ihr kennt das, hier haben wir nochmal auch einige kleinere Sachen auch nochmal mit drin. Schaut es euch gerne in Ruhe an. Auch der VS Code Monaco Editor zum Beispiel, den haben wir jetzt an allen Stellen mit drin. Das haben wir jetzt gar nicht mehr als Highlight großartig dabei. Also da waren nochmal einige Themen dabei. Ich möchte aber auf tatsächlich zwei Themen explizit hinweisen. Das eine dürfte die wenigsten betreffen. Wir haben den Oracle Support für die Simplifier-Datenbank jetzt deprecated. Das heißt, wir werden den Support mit Simplifier 12 und einem Maker's Choice Release auf dem Weg zu Simplifier 12 dann auch beenden. Falls einer von euch davon betroffen ist, könnt ihr euch gerne auch bei uns so melden, dass wir nochmal auch entsprechende Szenarien angucken können. Es war auch jetzt ja schon so, dass die Workflow Engine und das neue Monitoring auch schon MySQL-Datenbanken ja, benötigt haben. Aber da werden wir jetzt deswegen auch dann da entsprechend das Ende einleiten. Und das hatten wir schon als kleines Feature-Flag im Laufe des Ganzen gehabt, das ist das Thema Crypto.js. Das hatten wir eingebunden in serverseitige Business-Objekten, was insofern ein Sicherheitsthema war, als dass die ja schon ja, länger nicht mehr weiterentwickelt wird. Was wir gemacht haben, ist, also die ist doch weiterhin verfügbar. Man kann, für die es nicht verwenden können, es in den Feature-Settings auch schon ausstellen oder ausschalten. Wir kennen drei wesentliche Szenarien, die bisher damit umgesetzt wurden. Das ist einmal die End- und Verschlüsselung mit AES und das SHA-256 Hashing. Solltet ihr noch andere Cases in Server-Side Business Object mit der CryptoJS umgesetzt haben, sagt uns bitte einmal Bescheid, weil dann würden wir da auch analog die Simplifier SBO API erweitern, sodass ihr da auch dann einen sauberen ja, Ersatz dafür habt, den man dann ja, einbauen kann. Tatsächlich, dadurch, dass ja unsere LTS-Kunden jetzt das noch nicht haben, werden wir das auch noch mindestens bis Simplifier 11 noch die Möglichkeit haben, das eben über die Feature-Settings zu aktivieren. Und auf dem Weg zu Simplifier 12 werden wir es dann
ganz rausnehmen. Das heißt, da habt ihr auch schon noch Zeit, das Ganze umzustellen. Das ist nicht von heute auf morgen weg, aber ihr habt eben jetzt die Möglichkeit, das Ganze auch zu tun. Und ein Thema ist rausgefallen, das hatten wir ja schon vor einem halben Jahr bei Makers Choice 25/7 angekündigt. Wir haben, wenn man Server-Side Business-Objekte aus Skripten oder kleinseitigen Business-Objekten ruft, immer diesen parameterized ähm, Parameter gehabt, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass die Input-Validierung ausgeschaltet worden ist. Den haben wir jetzt entfernt. Das heißt, da müsst ihr, falls ihr es noch nicht getan habt, auch eure Skripte und Business-Objekte dann nochmal daran anpassen. Soll aber hoffentlich auch nicht ähm, der, die große Masse sein. So, dann kommen wir einmal zu den Folien kurz zurück. Da waren wir schon. Ähm, Passt, die hatten wir auch. Genau, bevor wir, haben es heute ein bisschen gedreht, zu den Fragen, Antworten kommen, nochmal ganz kurz, woran arbeiten wir eigentlich gerade dran? Das ist, glaube ich, für euch auch immer ganz wichtig. Das eine Thema haben wir auch schon länger mit bei, da habe ich jetzt vergessen, das Bild nur auszutauschen, das mache ich dann auch noch in den Folien zum Verteilen. Wir sind noch an dem Thema OData-Integration in Apps. Das eine ist tatsächlich, dass wir per API die OData-Services verfügbar machen oder die OData-Konnektoren verfügbar machen ist, Server-Side-Business-Objekten, sodass man da eben dann direkt auf die einzelnen Funktionen des OData-Service zugreifen kann. Das ist ein Thema, was wir von einigen wissen, dass es benötigen. Wir sind noch an dem Thema automatische Datentypen eben mit dran, was in Kombination mit den Funktionen, Aktionen ja benötigt wird, um dann das im visuellen Binding-Editor dann auch verwenden zu können. Hat aber den Vorteil, das organisch aufgesetzt betrifft tatsächlich auch die Datentypen für die ja, Daten oder Data Service aufgrund der Datenbankschema, die ihr im Simplifier anlegt. Das heißt, auch dafür werden dann die automatischen Datentypen mit angelegt werden, sodass wir auch da beim Thema OData-Integration einen Riesenschritt nach vorne machen. Das andere große Thema, da fragt ihr auch ja regelmäßig danach, ist tatsächlich, wo wir gerade dran arbeiten, ist der neue App-Editor. Da gibt es eine wesentliche Neuigkeit und da gehe ich von aus, dass wir das sogar als Feature dann auch im nächsten Release dann schon haben. Das ist so aktuell ähm, das, woran wir hinarbeiten. Das ist das Thema mit der Git-Integration. Also das heißt, wir haben uns dazu entschieden, haben dafür auch schon internen Spike auch fertig. Das funktioniert auch schon ganz gut. Also Apps, die mit dem neuen App-Editor gebaut werden, werden insofern eine Git-Integration haben, dass wir im Simplifier da eine Git-Möglichkeit mit dabei haben. Darüber dann auch alle Changes, die gemacht werden, mitgetrackt werden. Diese Git-Integration wird aber auch bewusst zum Start der Gestalt ausgeprägt sein, dass man darüber auch sich quasi eine Blanco-App anlegen kann, auf das Git auch dann mit einer beliebigen IDE draufgehen kann oder dann eben das auch da entsprechend dann sich dann klonen kann und dann wieder auch committen kann, sodass ihr dann auch, bis wir entsprechende Features bei uns haben, ja, ganz normal mit dem VS Code oder anderen zusammen mit der KI auch da eine UI5-Applikation tatsächlich dann direkt erstellen könnt und Simplifier als Runtime verwenden können und ja, im Zusammenspiel mit dem Simplifier MCP dann tatsächlich auch sogar auch dann die ganzen Simplifier-Artefakte wie Business-Objekte und Kollektoren auch verwenden kann. Na, das werden wir dann auch, sind auch dabei, jetzt gerade so den ersten POC abzuschließen, was dann das Thema App-Editor-Oberfläche im Simplifier betrifft. Das werden wir, denke ich, dann alles zum Makers Exchange dann auch alles mit vorstellen. Da sind wir jetzt, wie gesagt, bei den Spikes in den letzten Zügen und steigen jetzt dann da in die Umsetzung eben mit ein. Da, wie gesagt, erster Schritt Git-Integration, zweiter Schritt dann den Editor zu haben, sodass wir euch da auch beides machen können. Wir werden es auch dann ganz gewohnt, iterativ im 8-Wochen-Rhythmus immer den neuesten Stand euch dann auch mit zeigen können, auch dann sicherlich auch experimentell dann auch anfangen mit auszuliefern, sodass ihr da das Ganze dann auch entsprechend ja auch schon ausprobieren könnt. Ja, und auch da wird euer Feedback ganz spannend sein. Genau. Und last but not least aus den Neuigkeiten, was machen wir auch neu? Wir hatten ja vorhin das Thema Business AI Agents. Wir haben ja ein großes Thema mit den Workflows, auch da die Zugänglichkeit, wo ja viele von euch aktuell noch ja, eigene Applikationen schreiben, um so eine Prozesssicht reinzubekommen oder auch um Workflows entsprechend zu starten. Wie gesagt, die KI-Agenten brauchen wir auch in irgendeiner Form in den Client oder den Clients mit drin. Aktuell haben wir den Mobile Client und das Launchpad. Das werden wir insofern auf eine neue Architektur auch stufen, so dass wir
diese Sachen alle integrieren können. Also heißt, da werden wir dann Stück für Stück dann auch die Funktion erweitern, so dass man dann auch eine Prozesssicht im Client eben mitbekommt, sicherlich auch dann Prozesse mit anstoßen kann, dass man KI-Agenten mit einbinden kann, dass die Business-Apps mit drin laufen, gegebenenfalls auch eben externe Apps. Auch das hatten wir ja schon im Gegenzug zu dem, was wir vorhin mit der BTP Workzone vorgestellt haben, ja auch schon, dass durchaus ja Anwendungsfälle bei euch als Kunden da sind, eben externe Applikationen in unser Client oder ins Launchpad eben mit einzubinden. Und was es halt einfach wichtig ist, weil das im Moment noch auseinandergeht, dass wir eine einheitliche User Experience haben, egal ob ich dann diesen Simplifier Client auch im Browser nutze, in der App nutze. Da sind wir jetzt eben gerade dabei, mit der Umsetzung dann auch zu starten. Und dann, wenn wir das parallel dann eben dann auch ja, mit Hochdruck dann arbeiten und dann euch auch dann da die weiteren Wege dann auch gern immer das Aktuelle dann vorstellen. Insofern ein Blick noch nach vorne. Das nächste Maker's Choice Release kommt am 26., am 3.6., also 26.06 Release. Weil da kurz danach auch die Makers Exchange ist, haben wir uns intern dazu entschieden, kein Webinar diesmal anzubieten. Wir werden mit dem Produktteam vor Ort sein, sodass wir das wirklich dann mit euch dann vor Ort auch viel mehr zeigen können, viel intensiver mit euch durchgehen können. Das heißt, beim nächsten Mal nicht wundern, da gibt es kein Webinar, werden wir im August zum August-Release dann, nee, ich glaube, das Juli-Release, Ende Juli dann tatsächlich dann da wieder mitmachen. Insofern habt ihr Fragen. Ich habe einige Emoji-Reaktionen schon gesehen. Nutzt gerne die F&As oder den Chat. Ansonsten kann ich auch, wenn einer möchte, euch auch die Mikrofone freischalten. Ich gucke gerade, ob ich das gerade sogar für alle einfach mal machen kann. Dann könnt ihr nämlich, ich kann es nur einzeln machen, das heißt gerne ansonsten die Hand heben auch. Dann kann ich dann auch das Mikrofon entsprechend freischalten. Wer noch Fragen hat, hat auch hier Mikrofon für alle zulassen. Also ihr könnt auch jetzt euch entmuten und Fragen direkt stellen. Insofern, was brennt euch noch auf der Seele oder soll ich noch auf irgendein Thema nochmal eingehen? Noch vorsichtige Zurückhaltung. Ich höre noch kurz, ansonsten hoffe ich schon mit dem Vortrag alles beantwortet zu haben. Auch da wie immer, ja, wenn ihr im Nachgang noch Fragen hochkommen, steht das CS-Team, aber auch gerne auch natürlich ich und Ben dann euch auch für eure Fragen zur Verfügung. Gerade wenn es dann nochmal Sachen gibt, die vielleicht gezielt auf euren Fall dann ja, euch betreffen, wo ihr jetzt nicht eine große Runde fragen wollt, gerne sind wir da für euch da. Ne? Also das ist überhaupt kein Thema. Insofern, ich kann zumindest im Chat nichts sehen. Ich sehe in den F&As nichts. Oben sehe ich auch keine. Dann möchte ich auf einen allerletzten Punkt noch eingehen. Er hat es gerade schon erwähnt, das ist die Makers Exchange. Ich glaube, alle, die schon dabei waren, werden das bestätigen. Das ist nochmal ein unheimlich toller Möglichkeit, also natürlich viel von uns auch nochmal mitzunehmen, aber sich tatsächlich auch im Simplify-Nutzerkreis zu vernetzen, mit anderen Unternehmen zu vernetzen, zu schauen, was gibt es da für Fälle. Auch da schaffen wir es immer mehr, den Austausch hinzubekommen. Wir setzen ja sogar schon bis so weit, dass auch Kunden Apps untereinander ausgetauscht haben. Dafür soll es da sein, dass ihr untereinander euch austauschen könnt, euch ein Netzwerk aufbauen könnt. Der nächste Makers Exchange ist am 16. und 17. Juni in Würzburg, ist in diesem Mal in einer anderen Location. Auch ganz spannend, in der alten Maschinenhalle vom Bürgerbräugelände. Auch das, da freue ich mich schon wirklich drauf. Ähm, Die Event-App haben wir auch schon aktualisiert darauf. Also wir finden aber auch in der Landingpage, die ist hier oben nochmal verlinkt, auch schon das ganz grobe Rahmenprogramm dazu. Schaut euch mit rein. Ähm, Holt euch die Tickets. Eins der Feedbacks war ja tatsächlich, dass es für euch von der Abrechnung leichter ist, da das inklusive Hotel zu machen. Gibt aber auch für die das Hotel separat buchen oder kein Hotelzimmer brauchen, auch die Möglichkeit, ein reines Veranstaltungsticket zu holen. Ihr könnt das sowohl über die Landingpage wie über die App die Tickets kaufen.
Genau, und da auch nochmal eine Bitte, ein Aufruf tatsächlich. Wir werden auch diesmal wieder einen Best Business App Award machen. Von der Gestaltung ist diesmal ein bisschen anders. Wir haben eine Jury diesmal. Einmal der Helge Sanden, der ist aus dem SAP-Umfeld, sicherlich dem einen oder anderen. Ja, ein Begriff, der ist in der Jury, genauso der Thomas Hensler von Pillow and Blowers, da auch CEO des Jahres 2024, wird auch DSAG-Fachvorstand und ich aus Produktsicht wäre damit rein. Das heißt, wir sind so die Dreier-Jury, die dann alle Use Cases und alle Apps, die kommen, da uns entsprechend anschauen, bewerten und daraus dann eben ein Best Business App Award dann auch dann ja, mitgeben. Ist, glaube ich, auch für die, die es dann ja auch schaffen, da den Award zu bekommen, hat man auch die letzten Jahre schon, glaube ich, immer noch mal eine tolle Auszeichnung. Insofern kann ich nur aufrufen, macht mit und reicht eure App ein. Dann auch über Weg auch nochmal dann alle, die eingereicht haben, sicherlich auch nochmal in irgendeiner Form präsentieren. Ich glaube, auch das ist nochmal spannend für euch. Insofern kann man da nur gewinnen. Wenn ihr dazu Fragen habt, auch da steht einmal und der Markus Kopp von unserem Marketing-Team, der gern zur Verfügung, aber natürlich auch ansonsten Erik und ihr Team, wenn ihr da nochmal ja, ein paar Inputs wollt oder was man am besten da achten sollte oder was von euren Cases die richtigen wären zum Einreichen. Ja, scheut euch nicht, meldet euch. Wir freuen uns darauf. Ja. Je mehr, umso besser. Insofern, keep calm and simplify. Bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei wart. Stelle nochmal, wie gewohnt, eine kleine Umfrage, einfach nochmal, dass ihr uns immer so ein bisschen mitgeben könnt, wie hilfreich ihr das ganze Webinar fandet. Ja, wünsche euch noch ja, hoffentlich genauso sonnigen Tag, wie wir ihn hier in Würzburg haben. Und wenn ihr Themen habt, meldet euch gerne bei mir. Danke euch. Tschüss.